Amen. Amen. In yesterday's class, Yesterday im Unterricht. Was? Gestern im Unterricht. in yesterday's class, we were discussing the issues around the 1890 Gestern im Unterricht haben wir uns die Themen der 1890er Jahre besprochen. the 1890 Great Test. Der große Test in den Jahren 1890. And often in the movement, Und oft in der Bewegung, perhaps this is a legacy that we've picked up from other places, vielleicht ist das so wie ein Erbe, das wir schon von anderen Plätzen rausgenommen haben, we tend to think of that issue neigen wir dazu zu denken über dieses Thema, as a church-state issue dass es um eine Kirche und Staat, am Kirchen- und Staatsthema geht. or a Sabbath Sunday issue Oder ein Sabbat-Sonntagsthema. or an issue concerning the rights and protection of the minority. Oder ein Thema, wo es um die Rechte und die Sicherheit der Minderheit geht. But hopefully what we've begun to see Aber hoffentlich, was wir angefangen haben zu sehen, is that beneath all of these, I want to call them superficial titles or superficial issues, aber neben diesen oberflächlichen Themen is a more fundamental problem that is being confronted in that history. gibt es ein mehr fundamentales Problem, das in dieser Geschichte konfrontiert wird. And I would argue that Jones understands the underlying issues. Und ich würde vorschlagen, dass Jones diese Themen versteht. The underlying issues Diese Themen, diese herausgestellten Themen are connected to the issues that are documented in the Declaration of Independence. sind damit verbunden mit diesem Dokument der Unabhängigkeitserklärung. Now that may seem unusual Das mag jetzt vielleicht unbräuchlich scheinen, because the Declaration of Independence is a separation by America from its British heritage. denn die Unabhängigkeitserklärung ist die Trennung von Amerika mit der britischen Vergangenheit. America was basically an outpost or a colony of Great Britain. Amerika war eine Kolonie von den Vereinigten Staaten, von den Vereinigten Nationen. By the time, Außenposten. at the time of the declaration, An der Zeit dieser Erklärung, dieser Unabhängigkeitserklärung, what year is that, Sister Tamina? in welchem Jahr hat das stattgefunden? 1767, Date? Datum 76, July 4. am 4. Juli. At that time period, there were 13 colonies or states. In dieser Zeitperiode gab es 13 Staaten oder Kolonien. They weren't the number that we have today. Das ist nicht die Nummer, die wir heutzutage haben. And basically, the document lays out the reasons why they want to separate from Great Britain. Dieses Dokument zeigt eigentlich auf, wieso sie sich von Großbritannien trennen wollten. And what's the reason? Und was ist denn der Grund dafür? Texas? The underlying issues, not the issue that's at hand. Freiheit zu haben, dass man die Rechte hat von Leben, Freiheit und Streben nach Glück. So I want us to move away from this issue of church, Ich möchte jetzt, dass wir von diesem Thema der Gemeinde wegkommen, move away from the issue of Sunday or Sabbath or anything like that. dass wir weggehen von diesem Sabbat-Sonntagsthema oder irgendwelches von diesen Themen. The issue that's at hand Das Thema, das wir hier haben, is that the government of Great Britain ist, dass die Regierung von Großbritannien was no longer serving the needs of the colonies. nicht mehr den Bedürfnissen von diesen Kolonien bedient hat.
And despite the Americans pleading with the British government, Und neben dem, dass die die amerikanische nicht mehr die Engländer gebeten haben, the British government refused to listen to their pleas. die britische Regierung hat nicht mehr auf ihre Bitten gehört. And the reason for that Und der Grund dafür is because Great Britain saw the United States as a commodity. ist, weil Großbritannien sie als ein I don't know. eine Ware, Handelsware. They didn't see American people as its citizens. They saw them essentially as their servants or their slaves. Sie haben sie nicht als ihre Mitbewohner gesehen, aber als ihren Diener oder Sklaven. And so therefore they could be used by the British government to further its end. Und somit könnten die Amerikaner die Briten benutzen als To further its desire to become to gain more wealth. dass sie ihren Wunsch, dass sie reicher werden, dem Wunsch nachgehen. And the Americans said Und die Amerikaner haben gesagt, the British government is there actually to serve the American people, not the other way round. dass Großbritannien eigentlich da ist, um den anderen Leuten zu dienen und nicht den anderen Weg. And because the British government was refusing to do the will of the people, Und weil die britische Regierung abgelehnt hatte, den Willen der Leute nachzugehen, the Americans said, hatten die Amerikaner gesagt, British government for the British and a new American government for the Americans, die britische Regierung für die Briten und eine neue Amerikaner für die Amerikaner, so that the government that the Americans would set up so dass die Regierung, die Amerika gründen wird, would defend and protect the rights of its citizenship, its Die citizenship, verta- its citizens. die Rechte der Amerikaner zu verteidigen und zu schützen. And the purpose of government is twofold. Und der Grund der Regierung hat zwei Gründe. Number one, Nummer 1, safety. für Sicherheit. Number two, Nummer 2, happiness. Glücklichkeit. That's the only purpose of government, Das ist die einzige Grund der Regierung, to keep people safe and happy. dass die Leute sicher und glücklich sein können. And the British government, Und die britische Regierung, it was felt by the Americans. The Americans felt the British government die Amerikaner haben die britische Regierung haben über die britische Regierung gedacht, that the British government was keeping the British people safe and happy. dass die britischen Leute, Regierung, nur die Briten sicher und glücklich halten würden. At the expense of the Americans. Auf Kosten der Amerikaner. And they said, we won't tolerate this anymore. Und sie haben gesagt, wir werden das nicht mehr tolerieren. That's what triggers this document. Das ist, um was es in diesem Dokument geht. And then the War of Independence. Und dann dieser Krieg der Unabhängigkeit. So that's the issue that's at hand Also das ist dieses Thema, das jetzt hier in vorgeht 1776. in 1776. The inalienable rights of the people. Die unantastbaren Rechte der Leute. Okay. And among those rights Und neben diesen Rechten are three issues: gibt es drei Themen. life, Leben, freedom, Freiheit and the ability to procure wealth or property. und die Möglichkeit, Eigentum zu haben oder Reichtum. The Americans called it life, liberty, and the pursuit of happiness. Die Amerikaner haben es Leben, Freiheit und das Streben nach Glück genannt. But we want to see it as Aber wir wollen es folgendermaßen sehen:
life, Leben, freedom to Freiheit, do what you want, zu tun, was du willst, as long as it doesn't hurt anybody, solange es niemanden verletzt, and the ability to gain wealth und die Möglichkeit, Reichtum zu gewinnen. in a legal way, In einer legalen Art und Weise, but as you see fit. aber dass es dir passt. And essentially with no limitation to that. Und es gibt keine Beschränkung dafür. So, Also, if a government doesn't fulfill the needs of the people, also wenn die Regierung die Bedürfnisse der Leute nicht betrachtet, the way they word it, die Art und Weise, wie sie es sagen, that whenever any form of government becomes destructive of these ends, dass wenn auch immer, dass sie von ihren dass sie auch immer wissen, dass wenn die Regierung nicht nach den Zielen trachtet, die die Regierungsform will, it is the right of the people dann to alter the government or abolish it, ist es das Recht des Volkes, sie zu ändern oder abzuschaffen and then to set up a new government. und eine neue Regierung einzusetzen. That new government Und diese should have its foundation based upon the principles laid out in the rights of the people. sollte mit diesen Grundsätzen übereinstimmen, die die Leute vorschlagen. Which, as we've said, is safety and happiness. Welches ist, wie wir gesagt haben, Sicherheit und Glück. And that's the issue that's being addressed in the 1890s. Und das ist das Thema, das in den 1890ern adressiert wird. In this history, In dieser Geschichte we know the dynamics kennen wir die Dynamiken. have got the church involved Die Kirche wurde damit einbezogen and the Protestant perspective of keeping the Ten Commandments. und die protestantische Perspektive, dass man die 10 Gebote einhalten sollte. Was? Wie man sie einhaltet. And the key commandment that they're focusing on is the fourth commandment, the Und das Sabbath. Schlüsselgebot, dass sie sich vor allem darauf fokussieren, ist der Sabbat. So the government, Also die Regierung, does it want to take away the rights of Seventh-day Adventists to worship on Saturday? will die Regierung den Sabbathaltern den Sabbat wegnehmen, dass sie am Sabbat den Sabbat halten können. Den Adventisten. Is that their aim? Ist das ihr Ziel? No, it's not. Nein. So I want us to remember, Also ich möchte, dass wir uns daran erinnern, if we're talking about a Sabbath Sunday law in that history, wenn wir hier über ein Sabbat-Sonntagsgesetz sprechen in dieser Geschichte and Christ was about to return, und Christus würde bald wiederkommen, unless and if that law had been put into place, und wenn dieses Gesetz nun wirklich umgesetzt wurde, was stimmt das? Verabschiedet werden würde, unless there were some significant changes in society, auch wenn es wirklich wichtige Änderungen in der Gesellschaft geben würde, would people be forbidden from worshipping God on Saturday? wäre denn es den Leuten verboten worden, dass sie am Sabbat Gott anbeten könnten. No, they would not have. Nein, sie würden das nicht. And yet this is the scenario that's set up in the spirit of prophecy. Und doch ist das ein Szenario, das in der Geist der Wahrsagung geschrieben steht. And we know that in that history, if Christ had returned, Und wir wissen, dass in dieser Geschichte, wenn Christus wiedergekommen wäre, unless the United States had made some extremely severe and different laws, außer die Vereinigten Staaten hätten ganz andere Gesetze rausgebracht, there was no restriction of people worshipping God on any day they wanted to. dann gab es keine Zurückhaltung, dass die Leute Gott anbeten könnten an irgendeinem Tag, wenn immer sie wollten. So Jones's problem, Also- his issue, Sein Problem, sein Thema, ja, ist das gleiche, was not that they were going to restrict his rights, war nicht, dass sie seine Rechte zurücknehmen würden,
oder einschränken würden. What was his problem? Was war sein Problem? Wolfgang, what was Jones's issue? It Was- wasn't that they were going to stop him worshipping God on Saturday. Was war sein Problem oder sein Thema? Es war nicht, dass sie ihn am Sabbat anhalten würden, Gott anzubeten. that the state wants to make religious laws. Dass der Staat religiöse Gesetze machen wollte. The religious law is that you worship on Sunday. Das religiöse Recht ist, dass man am Sonntag anbetet. Oder den Tag heilig haltet oder was auch immer. Sie haben nichts mit dem Sabbat-Sonntagsthema zu tun. So the argument that's being made is not that. Also das Argument, das gemacht wurde, war nicht dieses. What's Jones's argument, Was ist das Argument von Jones? Brother Jonathan? Jonathan? Yesterday I said to protect minorities. Gestern habe ich gesagt, dass man Minderheiten beschützt. I want the details of that history. Ich What was the arguments? Ich möchte die What's the plan? Ich möchte die Details. Was sind die Argumente oder was ist der Plan? But what I learned so far is that the state, or Jones argued that the state has to treat every person equally. Also was ich bis jetzt verstanden habe oder das, was Jones wollte, ist, dass die Menschen gleich behandelt werden und dass seine Rechte eingehalten werden. But the government said that they would. Aber die Regierung hat gesagt, dass sie es würden. They said, you can do what you want. Sie haben gesagt, du kannst tun, was du willst. But this is an unalienable right. Aber das ist ja ein unantastbares Recht. They said, we'll grant you your right. You can worship God any day you want. We don't have a problem. Sie haben gesagt, wir haben kein Problem damit, wir garantieren dir, dass wir kein Problem damit haben, dass du Gott anbeten kannst an dem Tag, wenn immer du willst. The problem is we grant you your right. Ich glaube, das Problem liegt bei wir garantieren dir. I want us to be really sure that we understand this issue. Ich möchte wirklich sicher sein, dass wir dieses Thema verstehen oder dieses Problem. The government are not restricting the rights of Seventh-day Adventists. Die Regierung tut die Rechte der 7-Tags-Adventisten nicht einschränken. They're free to do what they want. Sie sind frei zu tun, was immer sie wollen. But what the government wants to set up Aber was die Regierung gründen will, is a law ist ein Gesetz, that covers the whole country das das ganze Land betrifft, based upon the needs of, we'll call it the majority, gegründet auf den Bedürfnissen der Minderheiten, der Mehrheiten, and then do what? und dann was tun. Ja. And then do what? Und dann was tun. Put an exclusion clause in. Eine Ausnahmeregelung hinzufügen, That says, die sagt, if you don't agree with this law wenn du mit diesem Gesetz nicht übereinstimmst, because of religious, and I'm going to assume, or moral beliefs, wegen religiösen oder moralen Glauben, you can be excluded from this law. hast du eine Ausnahmeregelung. Now, the way I portrayed it, that everybody would have this ID card. I'm not saying it literally would be that. Also so wie ich es ja schon zuvor gezeigt habe, dass man so wie eine ID-Karte hat, aber es ist natürlich nicht buchstäblich so. But what Jones was arguing Aber was Jones argumentiert hat, was that the government cannot create a law war, dass die Regierung kein Gesetz gründen kann and then bestow upon a certain group of people a special favor und dann einer gewissen Gruppe einen Gefallen zu tun, to be excluded from that law. dass sie dann so wie eine Ausnahmeregelung hatten. Because your rights then Denn deine Rechte dann are no longer inalienable, sind dann nicht mehr unantastbar, they're a gift. sie sind ein Geschenk. And that's what he's fighting Und against. dagegen kämpft er. These rights that you have are not gifts that someone can give to you. Diese Rechte sind nicht Geschenke, die dir jemand als Geschenk geben kann. Because if they were, Denn wenn sie so wären, they wouldn't be inalienable. dann wären sie ja nicht unantastbar. And inalienable, Und unantastbar, two words, das sind 2 Worte.
Un or in means what? An oder in bedeutet was? Nicht. And alienable Und alienable means what? bedeutet was? Möglich? Not good. Übertragbar. It means it's able to transfer something Es bedeutet, dass es möglich ist, etwas zu übertragen to new ownership. zu einem neuen Besitzer. So you can't give your rights Also du kannst deine Rechte to someone else, nicht jemand anderem the geben. government. You can't. You cannot. Okay. Der Regierung. You cannot give it and they cannot take it. Du kannst es niemandem geben und es kann dir niemand nehmen. Which Bible story is this? Welche Bibelgeschichte ist das? Jakob und Esau? Nein. When the government wants to take something from you that it's not allowed to, and you're not allowed to even give it, even if you Wenn- wanted to. Die Regierung dir etwas wegnehmen will, aber es eigentlich nicht kann, weil sie sind ja unantastbar und du es auch nicht geben dürftest, weil es dir gehört. Ahab und Nabal im Weingarten, So this is im Weinberg. the vineyard of Naboth, Also das ist der Weinberg von Naboth. and you can find this in 1 Kings chapter 21. Und du kannst es in 1. Könige 21? Yeah, we're not going to read it. Okay, 21 finden. 1 Kings chapter 21. 1. Könige Kapitel 21. Naboth Naboth likes this vineyard. mag diesen Weinberg. It's close to his property, Er ist nah zu seinem Grundstück and common sense would dictate that he would have the whole parcel of land. und normale Logik würde uns sagen, dass er nachher auch den ganzen anderen Weinberg noch haben will. He makes Naboth an offer he can't refuse, Er macht dem Naboth eine Angebot, das er nicht ablehnen kann. but Naboth says he can't give this land away, he can't sell it. Aber Naboth hat gesagt, dass er dieses Land nicht verkaufen kann. Even if he wanted to, it's against the law. Auch wenn er wollte, es ist gegen das Gesetz. And hopefully we know the rest of the story. Und ich hoffe, dass wir den Rest der Geschichte kennen. So this issue Also dieses Thema is the issue that's being confronted or addressed in the 1890s. ist dieses Thema, das in den 1890ern aufkommt. Even if you want to, you're not allowed to give your Auch rights away. Wenn du wolltest, du darfst deine Rechte nicht weggeben. And the government cannot make an exclusion for you. Und die Regierung kann keine Ausnahme für dich machen. Also wer ist denn Isabel? Sorry, who's what? Ahabs Frau, denn sie wird Ahab dazu bringen, dass er das Land nimmt. As I said, the issue in the 1890s, if we focus upon the church-state relationship, I think we lose focus on what the real issue is. Also wie ich gesagt habe, wenn wir das Kirche- und Staat-Thema ein bisschen zur Seite schieben, dann erkennen wir wirklich, was dieses Thema eigentlich ist. The symbology of those people is relatively straightforward to sort out. Diese symbolischen Rollen dieser Menschen ist eigentlich ziemlich einfach herauszufinden. But I think that's more of a surface study, this church-state relationship. Aber ich finde, das ist so wie eine mehr oberflächliche Studium dieser Leute. In the movement, In der Bewegung we haven't focused on the foundational issues. haben wir noch nicht mit diesen fundamentalen Themen hantiert, uns auseinandergesetzt. Which is why so many of us haven't been able to move on from our previous understanding of what the great test is. Deswegen war es von vielen von uns noch nicht möglich, weiterzugehen, weil wir noch nicht verstanden haben, was der große Test ist. 1860s, 1860er, equality Gleichheit between black people and white people. zwischen weißen Menschen und schwarzen Menschen. The issue of slavery. Das Thema der Sklaverei. 1890s, 1890, every individual has rights. jede einzelne Person hat Rechte. You cannot take them,
Du kannst sie nicht wegnehmen You cannot give them. und du kannst sie ihnen auch nicht geben. In both histories, Und beide Geschichten, you see the Sabbath. dort sieht man den Sabbat. In our history, In unserer Geschichte, the rights of the individual die Rechte jedes Einzelnen are being described in what way? wurde in welcher Art und Weise beschrieben. Equality, Gleichheit, broken down in 3 parts: nationalism, sexism, und homophobia. das ist in 3 Teilen: Nationalismus, Sexismus und Homophobie. So the issues that we're confronting Also die Themen, mit denen wir konfrontiert are in werden, fact the same ones that have been confronted in the past. sind eigentlich die gleichen, mit denen die Leute in der Vergangenheit konfrontiert wurden. Because in the 1860s, Denn in den 1860ern, for you to have slaves, dass du dann Sklaven haben konntest, what did the slaves become? was wurden denn die Sklaven? Eigentum? So the slaves are become property, they're not human. Also die Sklaven werden Eigentum und sie sind dann nicht mehr Menschen. They were dehumanized. Sie sind entmenschlicht. And do we see the same issue today? Und sehen wir denn das gleiche Thema heute? The dehumanizing of people. Die Entmenschlichung der Leute. Trump sagt es auf dem im Fernsehen, dass diese Leute keine Menschen, sondern Tiere sind. Die Einwanderer. And they're not even just the immigrants. Es sind aber nicht nur die Einwanderer. The people who are of just different ethnicity. Es sind Leute, die einfach eine andere Meinung haben. Herkunft oder Ethik haben. I want us to take note Ich möchte, dass wir merken, that for a while now, dass jetzt schon für eine Weile America Amerika has been our favorite punch bag. Und unsere Lieblingsbox hat. They're Boxsack war. an easy target, Sie sind ein einfaches Ziel. but increasingly Aber jetzt zunehmend we're seeing the same issues being brought on European soil. sehen wir die gleichen Themen, die jetzt auch in Europa aufkommen. Same arguments, Die gleichen Argumente. not only in Europe, Nicht nur in Europa, in Asia, in Asien, in South America, in Südamerika, Africa, in Afrika in increasing numbers. und zunehmende Zahlen. This issue of dehumanizing people Dieses Thema der Entmenschlichung, so that they're considered property dass sie Eigentum, is happening als Eigentum betrachtet werden, across the globe. das passiert eigentlich global. It's just that it's most visible in the United States Es ist einfach so, dass es in Amerika sieht man das am besten. because of the language that their leader uses, Wegen der Sprache, die ihr Leiter benutzt, and I guess also because of the high expectation we have for the United States. aber vielleicht auch wegen den hohen Erwartungen, die wir für die Vereinigten Staaten haben. So the history of the 1860s, Also die Geschichte der 1860ern, the dehumanization of people, die Entmenschlichung der Leute, is being repeated today. wird heutzutage wiederholt. I say 60, this has been going on in that history already for 60 years. Ich habe gesagt 1860er, aber es ging vor den 1860ern schon 60 Jahre zuvor so lange. The 1890s. Die 1890ern. The rights of the individual. Das Recht jeden Einzelnes, Those two are being eroded. diese zwei wurden angekratzt oder unterspült. The erosion of some rights. Die Verweigerung der gewissen Rechte. Ist das eine Frage? Give me some examples. Welche Rechte? Also gib uns ein paar Beispiele. Was? Aushöhlen. Okay.
today. Heutzutage. Du kannst keine Kuchen kaufen, wenn du homosexuell bist. So the rights of the LGBTQ community, Also das Recht der Homosexuellen, their rights are not being upheld. ihre Rechte werden nicht aufrecht gehalten. In fact, they have to keep on going to court Also eigentlich müssen sie immer wieder vor Gericht gehen, to protect their rights, and that should not be the case. dass sie ihre Rechte beschützen können. Und das sollte nicht der Fall sein. That's one Das issue. ist ein Thema. And another one, Und ein anderes, Gesundheitsversicherung für Schwarze. the healthcare issue for people of color is not that straightforward. You can see the trend, but it's not that black and white. It's not that clear. Also diese Gesundheitsversicherung für die Schwarzen ist nicht so ein klares Thema. There's one that's much clearer. Es gibt eines, das sehr viel klarer ist. Wir sehen im Generellen, dass es vom englischen Gesetz zu einem römischen Gesetz kommt. Und Portugal hat dieses römische Gesetz, dass man eigentlich immer schuldig ist. Gleich bezahlte Arbeitsstellen für Frauen. I just want to take women as with all the issues as a single entity. Also wir nehmen die Frauen für jedes Thema als ein separates Thema, als eine Einheit. Whether it's their reproductive rights, Ob es jetzt ihre Fortpflanzungsrechte sind, their rights in the workplace, in ihre Rechte am Arbeitsplatz, abortion rights. Abtreibungsrechte. There's this notion Es gibt diese Bewegung, that the rights of women can be gifted to them. dass die Rechte der Frauen ihnen geschenkt werden People can können, decide dass die Leute auswählen können, what women can or cannot have was die Frauen können oder nicht haben können, based upon what some people think is reasonable or unreasonable. gegründet darauf, was gewisse Leute denken, das vernünftig ist oder unvernünftig. So these are really clear, simple issues to see. Also das sind ganz klare, einfache Probleme, die wir sehen. Any questions? Gibt es irgendwelche Fragen soweit? Okay, if there are, we can come back to them. Let's go back to our quote. Lasst uns zurück zu unserem Zitat kommen. Review and Herald, June 18, 1895, paragraph 2. In Herald, 18. Juni 1895. The life of Christ is to be revealed in humanity. Das Leben von Christi sollte in der Menschheit geoffenbart werden. We spoke about this. Wir haben schon darüber gesprochen. We can just review. Wenn wir das einfach nochmal sehen können, also nein, nicht übersehen, nochmal uns anschauen können, wiederholen. Anybody? To have God's character revealed in his followers. Dass man Gottes Charakter in seinen Nachfolgern geoffenbart werden. Where did we go to look at this? Wo sind wir denn hingegangen, um uns das zu betrachten? Well, I remember that we went to Daniel 9 verse 24, but I'm not sure how the connection. Ich erinnere mich, dass wir zu Daniel 9, Vers 24 gegangen sind, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was das für eine Verbindung war. Turn to Daniel 9. Also gehen wir jetzt zu Daniel 9.
Verse 24. Vers 24. 490 years are given to thy people 490 Jahre sind über dein Volk verordnet oder bestimmt, to do three things: dass man 3 Sachen macht. to finish transgression, Dass man die Übertretung beendet, to end sin, dass man die Sünde beendet and to make reconciliation because of iniquity. und die was? Missetat sünd wegen ja. To deal with transgression, sin, and iniquity. Mit der Übertretung, Sünde und Boshaftigkeit umzugehen And to bring in everlasting righteousness, und ewige Gerechtigkeit zu bringen, for God to set his seal upon the vision dass er sein Siegel auf die Vision machen kann and the prophecy, und den Prophezeiungen and to anoint the most holy. und um den Allerheiligen zu salben. Oder das Allerheiligste. So we discussed whether or not this most holy Also wir haben besprochen, ob dieses Allerheilige is referring to Jesus sich auf Jesus bezieht in AD 27 in 27 nach Christus or oder the temple, den Tempel, the most holy place. das Allerheiligste. And you can view this passage in two different ways. Und man kann diesen Abschnitt in 2 verschiedenen Art und Weisen betrachten. You can view it from the perspective of the first advent, an immediate fulfillment. Du kannst es in der Perspektive des ersten Wiederkunft sehen, in diesem jetzigen Erfüllung. So all of this was going to happen by AD 34. Also all das wird passieren bis 34. But the 70 weeks, the 490 years, are only one part of the 2300-day prophecy. Aber die 70 Wochen, die 490 Jahre sind nur ein Teil der 2300 Prophezeiung. In many ways, the two histories are a repeat and enlarge. In vieler Art und Weise ist diese Geschichte eine Wiederholung und Erweiterung. And so what happens at the end of the 2300 days? Und was passiert denn am Ende der 2300 Tage? Das Heiligtum wird gereinigt. There's the end of transgression, Es gibt dieses Ende der Übertretung of sins, von Sünde and iniquity. und von Bosheit. Everlasting righteousness is brought in. Ewige Gerechtigkeit wird gegeben. The vision and the prophecy are confirmed or sealed. Diese Gesichter und Prophezeiungen werden versiegelt oder bestätigt. The most holy place is anointed. Und das Hochheilige wird gesalbt. So there are two ways to understand verse 24. Also es gibt 2 Art und Weisen, wie man Vers 24 verstehen kann. 490 years 490 Jahre are given to the Jewish nation, werden der jüdischen Nation gegeben and at the end of that, und am Ende davon these things will happen. werden diese Dinge passieren. The end of sin, Die Ende der Sünde, righteousness will be brought in, die Gerechtigkeit wird gebracht, the vision and the prophecy will be confirmed, die Vision und die Prophezeiungen werden bestätigt Jesus will be anointed. und Jesus wird gesalbt werden. But Aber we also know wir wissen auch, that 490 years dass 490 Jahre is cut off from the 2300 days, abgeschnitten wird von den 2300 Tage. and the 2300 days Und die 2300 Tage bring you to the end bringen dich zum Ende of sin. von Sünde. Everlasting righteousness is truly brought in. Die ewige Gerechtigkeit wird wirklich gebracht. The vision and the prophecy are really confirmed, Die Vision und die Prophezeiung wird bestätigt. and the most holy is anointed. Und der Allerheiligste wird
gesalbt. So is that, which one is the primary version now? Also was ist jetzt die primäre Version? So, what do you think? Also was denkst du? Die 94? 27 nach Christus bis 34? So we'll go with that version. Also wir nehmen jetzt mal diese Version. That we're going to look at it from the perspective of the 70th week. Wir werden das von der Perspektive der 70 Wochen betrachten. An der 70. Woche, The last 7 years. die letzten 7 Jahre. Verse 26. Vers 26. Let me check. No, verse 25. Vers 25. 7 plus 62 7 plus 62 brings you to the Messiah. bringt dich zum Messias. That's 483 years. Das sind 483 Jahre. Brings you to the Messiah. Es bringt dich zum Messias. Messiah means what? Messias bedeutet was? Der Gesalbte. So the anointed one shall come Also der Gesalbte soll kommen at the end of 69 weeks, am Ende der 69 Wochen, which is the beginning of the 70th week, welches der Anfang der 70. Woche ist. the beginning of the 7 years. Der Anfang der 7 Jahre. And then it says, Und dann sagt es 26, in Vers 26, after the 62 weeks, dann sagt es, nach den 62 Wochen the Messiah will be cut off. wird der Messias abgeschnitten. Verse 27. Und Vers 27, And he will confirm the covenant with many for 1 week. und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Is that true, Sister Tamina? Ist das wahr, Schwester Tamina? Ja oder nein? Explain. Because his covenant is actually only 3.5 years, isn't it? Only half. Weil seine Regierung nur 3 Jahre ist. Es ist nur 3,5. Hast du ja oder nein gesagt? Nein, hat sie gesagt. Are we all okay with that? Seid ihr damit einverstanden? Kannst du bitte nochmal die Frage wiederholen? Can you repeat my question? And he shall confirm the covenant for 1 week, if that is correct. Also, und er wird einen Bund mit ihnen eingehen für eine Woche, ob das richtig ist. So, is this principle Also ist dieses Prinzip, that we can do things dass wir Sachen tun können for Jesus, für Jesus, but not actually literally for him? aber eigentlich nicht buchstäblich für ihn. Was meinst du damit? So, if you said I did something for you, God, could you do it via proxy? Also wenn ich sage, dass du etwas für Gott machst, kannst du es dann via Stellvertreter machen. Matthew 25. Matthäus 25, Verse 40. Vers 40. Matthew 25, verse 40 says what? Matthäus 25, Vers 40 sagt was? Das Prinzip des Stellvertreters. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.
Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, habt ihr es mir getan. Give another passage. Ich gebe euch noch einen anderen Abschnitt. Revelation. Offenbarung. Which chapter, Sister Tamina? Welches Kapitel? Ich habe keine Idee. Yes. Vers Matthew 25:45 says the same. Matthäus 25, was ist Vers? 45. Vers 45 sagt das gleiche. Revelation Offenbarung 11. 11. Why have we gone there? Wo gehen wir dorthin? Nope. Verse 8. Vers 8. What happened in verse 8? Was passiert in Vers 8? Mm-mm. Nope. Die zwei Zeugen werden getötet? Nein. Nope. Sodom and Egypt are Nope. parallel with Jerusalem. What's happening in verse 8? Was passiert in Vers 8? Where also our Lord was crucified. Unser Herr wurde gekreuzigt. Jesus was not crucified in Sodom nor in Egypt. Christus wurde nicht in Sodom und auch nicht in Ägypten gekreuzigt. We'll go to GC 271, paragraph 1. Wir gehen zu großer Kampf 271.1. (271), paragraph 1. She's going to quote Revelation 11:8. Can I say it in German? No. Also im Deutschen ist es großer Kampf 271.2. So she's going to quote Revelation 11:8. Also sie tut Offenbarung 11.8 zitieren. This specification of the prophecy was also fulfilled by France. In no land had the spirit of enmity against Christ been more strikingly displayed. In no country had the truth encountered more bitter and cruel opposition. In the persecution which France had visited upon the confessors of the gospel, she had crucified Christ in the person of his disciples. Dieses Merkmal der Weissagung erfüllte Frankreich ebenfalls. In keinem Land hatte sich der Geist der Feindschaft wider Christus auffallender entfaltet. Nirgends ist die Wahrheit auf bitteren oder grausameren Widerstand gestoßen. In den Verfolgungen, mit denen Frankreich die Bekenner des Evangeliums heimsuchte, hatte es Christus in der Person seiner Jünger gekreuzigt. So we have two Bible verses. Also wir haben zwei Bibelverse. What are the two Bible verses? Was sind denn die zwei Bibelverse? Offenbarung 11, Vers 8. Matthew 25, verse 40 and 45, Matthäus 25 und Vers 45, which talks about Christ in the person of his disciples. welches über Christus spricht in der Person seiner Jünger. We just read GC 271, Wir haben gerade großer Kampf 271.2 gelesen, which is a Spirit Prophecy commentary on this passage. welches einer Geist der Weissagung Kommentar über diese Passage in Offenbarung spricht. And we'll just read from a devotional. It's called Our Father Cares. Und wir lesen jetzt noch ein We'll do Upward Look. anderes Buch.
UL, upward look. Äh, UL 36. UL 36 im Englischen. And we'll just read the last sentence. Und wir lesen einfach den letzten Satz. UL UL 36.3. UL 36.3 im Englischen. Es gibt's nicht im Deutschen. Let me check if there's one that you may have. Nope. They're unpublished writings. Last sentence. Der letzte Satz. He who loves the Lord Jesus Christ in truth and sincerity Der den Herrn Jesus Christus in der Wahrheit und Sincerity, Aufrichtigkeit liebt, will love those whom Christ died to save. wird diejenigen lieben, für die Christus gestorben ist, um sie zu erretten. Brother Jonathan, what Bible verse is that? Was ist denn das für ein Bibelvers? Sure. Ja. So I'll just read it in English. He who loves the Lord Jesus Christ in truth and sincerity will love those whom Christ died to save. I'm not a living lexicon. I don't know. Is it the Bible verse where it says, those who love their life will lose it, those who he who loves a brother? Bible verse. Also die Frage ist, was für ein Bibelvers es ist. 1 John 1. Johannes 3,16. Places like 4. 1. Johannes 4, 20. 1. Johannes 4, Vers 20. If you love God, Wenn du Gott liebst, whom you cannot see, den du nicht sehen kannst, but you don't love the person, the human who you can see, aber wenn du dann die Person nicht liebst, die du sehen kannst, you're a liar. dann bist du ein Lügner. Read the passage. Wir lesen nochmal den Abschnitt. He who loves God Er, den Gott liebt, will love humans. wird Menschen lieben. 1 John 4:20. 1. Johannes 4, Vers 20. Same principle. Das gleiche Prinzip. And will eagerly embrace every opportunity to minister to Christ. Und sie werden jede Gelegenheit eifrig ergreifen, um Christus in seiner Person seiner Jünger zu dienen. I didn't say any person. You went ahead of me. Will eagerly embrace every opportunity to minister to Christ. Werden jede Möglichkeit benutzen, um you can't really break that. So, full stop. Now do it. I'm learning from the Americans. You will translate this properly. He will take every opportunity to minister to Christ. Full stop. So you can do it. er wird jede Möglichkeit nehmen, was heißt Ministry? Um Christus zu dienen. What does it mean to minister? Was bedeutet es zu dienen? In Deutsch würde man zu dienen sagen. To serve, Zu dienen. like a slave. Wie ein Sklave. What's worship? Was bedeutet Anbetung? Zu dienen. Ein Diener. Ich denke, ein Diener ist besser als ein Sklave. I don't. Ich denke nicht. Slaves, you don't have to pay them. Denn Sklaven muss man muss man nicht bezahlen. Without money or price. Ohne Geld oder Preis. So, what I want us to see, Also was ich möchte, dass wir sehen, if you minister to Christ, you worship Christ. wenn du Gott dienst, dann tust du ihn anbeten. Aber wenn du Christus dienst, dann tust du ihn anbeten. Minister, Dienen, minister, dienen, worship, dienen, Anbetung, love. Liebe. Minister, worship, love.
It's all synonyms. Dienen, Anbetung und Liebe, das sind alles Synonyme. So if you eagerly Also wenn du eifrig minister, worship, love Dienen, Liebe und Anbetung God, Gott tust, and not only do you eagerly do it, du tust es nicht nur eifrig, you look for every opportunity to do that. sondern du schaust für jede Möglichkeit, das zu tun. You don't wait for them to come to you. Du wartest nicht, bis sie zu dir kommen. You seek for every opportunity Du schaust nach jeder Möglichkeit, to do what? was zu tun, To minister, to worship, and to love God. um zu dienen, zu lieben und zu anbeten. Now you can do the last bit. Jetzt kannst du den letzten Teil machen. Es geht alles um Dienen. Last bit Der letzte of the Teil sentence. des Satzes. In der Person seiner Jünger zu dienen. In der Person seiner Jünger zu dienen. Christus in seiner No, not Person. Christus, just in the person of his disciples. Nur in der Person seiner Jünger. So, Also, we're going to minister, worship, love God wir werden Gott dienen, lieben und anbeten, by doing what? indem man was tut. Worshipping. Sorry, we'll go ministering, worshipping, loving, Anbeten, lieben und dienen seinen Jüngern. and you thought I was making it up. Und ihr habt gedacht, dass ich das frei Haus erfinde. So you've got, Wann haben wir das gedacht? you didn't. All those doubters. All diese Zweifler. So we've got an Ellen White proof text Und Ellen White tut das Beweistext. to say that we're supposed to minister to people Sie gibt uns eine Belegstelle, dass wir Leute anbeten sollten. eager. What does that mean? Eager? Eifrig. With passion, Mit Leidenschaft. energy. We'll do that. Mit Energie. With energy, Mit Energie embrace. und What's embrace? umarmen. Danach greifen. Ergreifen. To hug. Zum Umarmen. With energy, we need to hug, Mit Energie müssen wir umarmen. grab hold of Müssen wir das so zu uns nehmen. every opportunity. Jede Gelegenheit. So you have lots of opportunities all around you. Also man hat ganz viele Gelegenheiten um dich herum. And what do you need to do? Und was musst du tun? It's like a sort of a video game. Es ist wie so ein Videospiel. You need to run to every opportunity and grab hold of it. Du musst zu jeder Gelegenheit hinrennen und es zu ergreifen. And each time you grab hold of that opportunity, Und das jedes Mal, wenn du diese Gelegenheit ergreifst, what is the opportunity that you're grabbing hold of? was ist denn diese Gelegenheit, die du ergreifst? Anbetung, lieben und dienen. God. Gott. But Aber it's not really God, es ist nicht wirklich Gott, it's his disciples. sondern es sind seine Jünger. And the clever lawyer said, Und der schlaue Anwalt who is my neighbor? hat gesagt, wer ist denn mein Nächster? Who are the disciples? Wer sind denn die Jünger? And Jesus said, Und Jesus hat gesagt, anybody who's in front of you. jeder, der vor dir steht. Anybody. Irgendjemand. Von wo hast du denn die Energie, jede Gelegenheit zu benutzen? Where'd you get the energy from? Wo du die Energie her hast? So let's get personal. Also lasst uns jetzt persönlich werden. No. Schlafen, essen. Completely opposite. Nein, genau das You don't Gegenteil. need to sleep or eat. Du musst nicht schlafen oder essen. Have you been in love? Warst du schon verliebt? Ja, natürlich. Then you know Dann where weißt you du get es, the energy from. von wo du die Energie hast. You're desperate to do anything for that person. Du willst unbedingt alles für diese Person geben. You just dream about serving them. Du träumst nur davon, ihnen zu So dienen. it's not sleeping or eating or healthy lifestyle. It's pure, unadulterated love. Also es ist nicht Schlafen oder Essen oder irgendein Lebensstil, sondern es ist reine Liebe. They'll give you all the energy you ever need. Das ist all die Energie, die du brauchst.
Aber auch dort wirst du müde. After you spend 3 nights talking, Na, you'll be sleeping. dort, wo er 3 Nächte lang geredet hat, wirst du dann in der 4. Nacht schlafen. We don't believe you. Wir glauben, wir glauben dir nicht. Okay, so I like this passage. Also ich mag diesen Abschnitt. It has 1 John 4:20. Es hat 1. Johannes 4, Vers 20. It shows us Es zeigt uns, that if we really love God, dass wenn wir wirklich Gott lieben, we would love the people dann würden wir die Leute lieben. and we would bend our energies. Und wir würden unsere Energie bündeln. We wouldn't wait to be asked. Wir würden nicht warten, gefragt zu werden. We embrace, we grab hold of any opportunity Wir ergreifen jede Möglichkeit, as long as we've got enough energy solange wir genug Energie haben, to minister to God Gott zu dienen, in the person of his in the person of humanity. in der Person Followers. der Menschlichkeit, in der Menschen oder seinen Nachfolgern. So we got all of that from Daniel chapter 9. Und wir haben all das bekommen von Daniel Kapitel 9. He shall do what? Er soll was tun. For 7 years. Diesen Bund für 7 Jahre zu bestätigen. 3.5 in person. 3,5 in Person, 3.5 in the person of his disciples. 3,5 Jahre in der Person seiner Jünger. And if we can remember, Und wenn wir uns erinnern we're können, going to use this principle dann werden wir dieses Prinzip to benutzen, try to understand a little bit about our experience. um zu verstehen, um unsere Erfahrung zu verstehen. So this is the discussion that we were having, if we can tie these pieces together. Das war die Unterhaltung, die wir hatten und das jetzt zusammenbringen. Let's pray. Lasst uns beten. Our Heavenly Father, Unser himmlischer Vater, we thank you wir danken dir, that we can eagerly grab hold of every opportunity to serve. dass wir jede Möglichkeit ergreifen können, um zu dienen. We love you, Father. Wir lieben dich We want to take hold of you und wir wollen dich in Besitztum nehmen and worship and honor you. und dich anbeten und anbeten und ehren. You've told us how to do this. Du hast uns gesagt, wie wir das tun sollen. It's in the person of your disciples. Es ist in der Person deiner Jünger. As we gather together Wenn wir uns jetzt versammeln and enter into your holy Sabbath, und in deinen heiligen Sabbat eingehen, we pray that you would guide and direct and bless us. dann beten wir, dass du uns führst und leitest und segnest. We thank you for all that you've done, Danke für alles, was du getan hast, all that you want to do, alles, das du machen willst and all that we can do. und alles, was wir tun können. Bless us during these sacred hours, we pray in Jesus' name. Segne uns in diesen heiligen Stunden und wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen.